In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Selektion übertragen und Daten bearbeiten. Mein Name ist Doriana Meuthen und ich bin Managerin bei der WGeoGIS. In unserem Beispiel gehen wir davon aus, dass Sie eine neue Außendienstmitarbeiterin haben und Ihre Vertriebsgebiete neu strukturieren müssen. Hierfür wollen Sie Ihrer neuen Mitarbeiterin, ausgehend von ihrem Wohnort, ein Vertriebsgebiet zuweisen, das sie in einem Aktionsradius von 45 Autominuten gut erreichen kann. In der Karte sehen Sie den orangefarbenen Pin, der den Wohnort Ihrer neuen Mitarbeiterin symbolisiert. Diesen habe ich zuvor in der Adresszeile eingegeben. Ausgehend von diesem Standort habe ich auch schon das 45-minütige Einzugsgebiet berechnet. Dieses wird hier in der Karte grau schraffiert dargestellt. Um das Einzugsgebiet jetzt auf die Vertriebsgebiete übertragen zu können, müssen wir zunächst das Gebiet selektieren. Hierfür gehe ich in die Datentabelle auf den Layer Einzugsgebiet und wähle mein Gebiet aus. In der Karte erscheint das gewählte Gebiet jetzt orange. Als nächstes können wir in der Datentabelle auf den Button Selektion übertragen klicken. In dem Layer Vertriebsgebiete sehen wir nun, dass insgesamt 59 PRZ-Gebiete selektiert wurden. Auch diese erscheinen in der Karte wieder orange. Um die ausgewählten PRZ-Gebiete der neuen Mitarbeiterin zuzuweisen, klicke ich in der Datentabelle auf den Stift Daten bearbeiten. Jetzt müssen wir nur noch auswählen, welche Spalte aus der Datentabelle bearbeitet werden soll. In unserem Fall sind es die Vertriebsgebiete, deswegen wähle ich die hier aus und gebe in die Zeile daneben den Namen meiner neuen Mitarbeiterin ein. Das Ganze muss ich jetzt nur noch speichern und einmal bestätigen. Und damit Sie das Ergebnis jetzt besser sehen können, entferne ich den Layer Einzugsgebiet. In der Tabelle sehen Sie jetzt in der Spalte Vertriebsgebiete den Namen der neuen Mitarbeiterin. Und auch in der Karte wurde den bearbeiteten Gebieten eine neue Farbe zugewiesen. Und damit ist die Umstrukturierung auch schon abgeschlossen. Die neue Vertriebsstruktur könnten Sie jetzt auch als Excel downloaden. Wie das genau geht, sehen Sie im Video Excel Up und Download.